Das Tutorial soll Sie dabei unterstützen, die Migration durchzuführen. Sie können das Video auf Ihrem PC jederzeit stoppen und den Migrationsprozess Schritt für Schritt durchgehen. Suchen Sie zunächst auf dem Homebildschirm die Jammer DMT App. Wenn Sie die Jammer Device Migration Tool App starten, sehen Sie alle Details auf einen Blick. Falls Ihr Nutzername nicht stimmen sollte, wenden Sie sich bitte an den firmeneigenen Support. Sollte ein Fehler auftreten, können Sie die App über den Pfeil oben rechts jederzeit refreshen. Um den Migrationsprozess zu starten, drücken Sie die Option Migration starten. Nach dem Drücken der Schaltfläche wird die Migration automatisch gestartet. Sie brauchen nichts zu tun. Der folgende Prozess wird im Hintergrund ablaufen. Entfernen des Gerätes aus dem bisherigen MDM einschließlich des Entfernens des MDM-Profils vom Gerät. Hinzufügen des Nutzers zum neuen MDM. Hinzufügen des Gerätes zum gerade hinzugefügten Nutzer im neuen MDM. Wenn Sie diesen Bildschirm sehen, brauchen Sie nur auf die Schaltfläche Abschließen zu drücken. Dies ist notwendig, damit das Gerät im neuen System registriert werden kann. Nach dem Drücken der Schaltfläche erscheint ein Webbrowser. Hier müssen Sie die Schaltfläche Download Profile drücken, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. Der Webbrowser wird dann Ihr Profil herunterladen. Die Webseite wird Sie dann um Ihre Erlaubnis bitten, ein Konfigurationsprofil herunterzuladen. Bitte drücken Sie Zulassen. Das Profil ist nun heruntergeladen und Sie können Schließen drücken. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Continue, damit es weitergehen kann. Die gesamte nachfolgende Meldung können Sie ignorieren. Ich werde Ihnen nun Schritt für Schritt zeigen, wie Sie Ihr Profil manuell installieren. Kehren Sie auf den Home-Bildschirm zurück. Bitte suchen Sie jetzt die Einstellungen mit dem Zahnrad-Symbol. Sie können das Video anhalten, bis Sie sie gefunden haben. Öffnen Sie die Einstellungen. Dort finden Sie den Hinweis Profil geladen. Klicken Sie darauf. Im nächsten Schritt sehen Sie oben rechts die Schaltfläche Installieren. Bitte drücken Sie sie und bestätigen Sie durch erneutes Drücken auf Installieren. Auf dem Bildschirm wird Ihnen dann ein Hinweis zur Installation des Profils angezeigt. Diesen brauchen Sie nicht weiter beachten. Bitte drücken Sie oben rechts erneut auf Installieren, um fortzufahren. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung Entfernte Verwaltung. Drücken Sie Vertrauen, um fortzufahren. Drücken Sie danach oben rechts auf Fertig. Wenn Sie diesen Bildschirm sehen, haben Sie die Installation Ihres Profils erfolgreich abgeschlossen. Es sind jetzt nur noch wenige Schritte. Kehren Sie auf den Home-Bildschirm zurück. Bitte warten Sie ab, bis die VMware Workspace ONE Hub App installiert wurde. Dies kann eine Weile dauern. Sie können das Video stoppen, bis der Download der App abgeschlossen ist. Nach dem Herunterladen der Hub-App können Sie die App öffnen. Innerhalb der App kommen einige Abfragen zum Thema Datenschutz, Datenfreigabe und Mitteilungen. Diese Abfragen müssen Sie bestätigen, da dies VMware-Sicherheitsrichtlinien sind. Beim erstmaligen Öffnen wird Ihnen eine Datenschutzseite angezeigt. Bitte klicken Sie auf Ich verstehe, um fortzufahren. Die App zeigt Ihnen danach eine Datenfreigabeseite an. Drücken Sie Ich stimme zu, um fortzufahren. Um die Migration erfolgreich abzuschließen, müssen Sie hier Erlauben drücken, damit die App Ihnen Mitteilungen senden kann. Nun zeigt Ihnen die App Ihre Profilseite. Das bedeutet, dass der Migrationsprozess nun abgeschlossen ist und Ihr Gerät über ein neues MDM-System verfügt.
Herzlichen Glückwunsch! Beim erstmaligen Öffnen Ihrer E-Mail-Applikation müssen Sie erneut Ihr E-Mail-Passwort eingeben. Dann können Sie alles wie gewohnt nutzen.